So, wir gehen jetzt einfach da rein. Wir lehnen uns jetzt einfach zurück und dann holen wir uns die Drecksau. Oder nicht? Sieht gut aus. Abfahrt. Letzte Schicht. Das wusste ich noch. Dann hatten wir diese komische Dame, die mit dem Tape, die angeblich der Pfeifer ist. Aber anscheinend auch nicht. Oder? Hallo? Ach so. Der letzte Anruf. Leute! Arschbacken zusammenfalten! Wir gehen rein. Hey, Peggy! Let's roll. You got it. We've got another call coming through, too. Hey, Peggy! When you're ready, shut the music off. Ich bin voll bereit, Alter. Ich hab da die ganze Zeit drauf gewartet. So. Und der Pfeifer ruft jetzt nicht an, dann bin ich ein bisschen traurig. Welcome back to 189.16, The Scream. I believe we have another caller on the line. How are you tonight, caller? Forrest, it's me, Roller Ricky. Oh, and Maxie's here too. Alles in Ordnung? Oh Gott, stimmt, wir haben die ja gesaved, ne? Are you okay? Not under attack again, are you? Oh, we're good, man, thanks to you. You're like our guardian angel. That wouldn't be a bad look for you, Forrest. A little white wing halo number. Okay, Peggy, danke. Maybe something for the K-Fam Halloween party. Okay, Peggy, All right, danke. everyone, let's calm down. Ricky, I'm just glad we could Ey, help you. bitte and nicht Maxie. Pontis Pizza, Is bitte there nicht. anything else we can help you with, Ricky? Ey, zum Schluss kommt raus einfach, das Ganze war nur ein allgemeiner Prank von Pontis Pizza. Direkt den ganzen Laden abfackeln. Hör doch auf, bitte. Actually, I think I have some info that might help you. Hä? Was für Infos? Ich warte. Nein, wir sind nicht ganz so abgehoben. Wir machen... Oh? What's that? You see, man, me and Jason know each other. You know each other? Yeah, we went to Gallows High and played on the football team together. He was a gnarly offensive linesman, and I was our star wide receiver. Runner Ricky, they called me. All right, and what does that have to do with tonight? Well, because George, the guy who drowned, he was on our team too. Keep talking. What happened? We had our first team party on the night he drowned. He seemed like such a good dude. Ricky, were you there when George drowned? No, man. Once the party turned, I beat feet out of there. Sag mir nicht, dass das jetzt der Plot ist, dass der einfach nicht ertrunken ist und einfach dann alle irgendwie auf alle abgefuckt ist, weil die irgendwie aufgehört haben, nach denen zu suchen oder was? Ey, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, gebt mir ein vernünftiges Ende. Man, I remember George and his girl there. There was a whole lot of love, man. I could see it, you know? Warte mal. Seine Freundin? Oh nein. Wie hieß sie? Ricky, please. What was her name? I never got her name, man. He just called her Bean. I didn't really know her before or see her after that. Then what did she look like? Please, tell us anything you remember. I just remember a pretty girl, man. I'm sorry. Ricky, you said the party didn't last long. What happened? We were just having a good time, and then the next thing I knew, everyone was running for their life. I looked up and saw that goddamn whistling man in the trees. And I never ran so fast in my life. I ran straight home. Didn't know about George until next morning at school. I'm guessing it was whistling night, wasn't it? That the whistling man was just another kid. Yeah. I don't know how George died, but I always felt like if anyone deserved to die that night, it should have been me. And Ricky, it wasn't your fault. You're not a bad person. I know that now, man. It took a long time to learn, but yeah, just thought I'd tell you all what I know. Thank you, Ricky. This helps. Thank you. You got it, man. Anyway, I think it's time for me and Maxie to free up your phone lines. Thanks for listening, man. I'll let you to it. Night, Ricky.
Junge, das ist einfach so ein paar Dinge von denen. Alright, folks. Looks like we got a new lead in the case. If anyone has any info about this mysterious being, please call in. If she was George's girlfriend back then, she's probably in her mid to late 30s now. Aber könnte sie unsere Praktikantin sein? Nee, wahrscheinlich Oh, nicht. we have another call coming in. Schon wieder? Ja, was ist denn hier los? Hä? What's up, Peggy? Hallo? Peggy? You're gonna want to take this call off the air. Who is it? Just do it. Alright, folks, it's time for another track. Here's one to help you sit back and relax. Was hat We'll die be right gerade back angehört? after this. Was hat die angehört? Listen in to this next track from Late Night Lurkers, if you dare. Late Night Lurkers! Alter, das war Schicksal, Leute. Wir haben uns einfach connected gerade über den Monitor. Was hat, mit wem hat sie denn jetzt telefoniert hier? Who have we got? Warum hat sie Find denn... out for yourself on line 1. Okay, warum sagt sie, ich möchte den nicht in der Leitung haben und sagt dann und erzählt das jetzt dann so, als würde ich mich auf diese Person freuen? Hello? Forrest, I'm glad I got back through to you. Sounds like it's been a busy night, huh? Surprise! It's Leslie, our not. Weißt du, Peggy hat auch komplettes Feingefühl für irgendwelche Überraschungen. Die sitzt da, es geht um Leben und Tod. Wir sind gerade komplett mit dem Kopf dabei, dass wir irgendwie alle aufklären, wer irgendwie der Pfeifer hier ist. Und dann sitzt sie da und macht einen auf dramatisch. 911 operator, leading the charge from Henderson to come Ja, ich save hab us. sie nicht vergessen. It's so good to hear from you. Are you okay? We're doing okay. Sarah and I are both happy to be headed back home. We're happy to have you too. Wait, Sarah? Oh, yeah, I mean Deputy Martinez. Anyway, we got back into radio range a little while ago. Ach so. We've been listening in, but haven't been able to get through until now. Jo, die haben einfach Sexy Time gemacht, hör doch auf. It's been non-stop since you left. Please tell us you're bringing help. You bet! Ja! I'm leading a whole goddamn squad towards Gallows Creek as we speak. Turns out somebody had cut the phone lines. They had no idea what was happening. That's great news. That's crazy about the phone lines, though. Do you think the whistling man cut them? I'm guessing so. Aber es sind doch I mehrere don't Leute, know die how Scheiße he- machen, oder nicht? How the whistling man did it. But that doesn't matter right now. Listen, we're coming in hot, but we need your help. I know Gallows Creek isn't a big town, but if we don't know where the whistling man is, we can't get him. Her. That's where you come in. Wie können wir denn helfen? You can count on us. What do you need? It might be a long shot, but here goes. The whistling man already called up a few times. I bet she calls again. We're still a little ways out of town, so if she calls, stall her. Buy as much time as you can for us to get in. And while you're talking to her, try to figure out where she is. We'll be listening in, so once her location is known, we'll head straight there and end this nightmare. I'll do my best. Aber wir sind uns I jetzt know einfach you sicher, will. dass das diese eine Heck, Dame ist? I can see the Das headlines können wir doch immer noch now. nicht sagen. Forrest Nash's interview of a lifetime. Anyway, I'll radio the other cars and tell them the plan is a go. Hopefully the next time I see you, it'll be with our killer behind bars. Für mich hat das mit diesem einen Ricky gerade den Anruf so angehört, als würde dieser komische Dude, der einfach angeblich ersoffen ist, sich irgendwie, der ist, warum diese Geschichte nochmal zurückbringen? Wenn der, oder die wollen absichtlich gerade ein Virus in unserem Kopf pflanzen hier, die Spieleleute, die das Spiel entwickelt haben. Vielleicht ist er gar nicht ertrunken, vielleicht aber doch. Vielleicht ist auch die Frau gar nicht, vielleicht ist die Frau der Hund und der Hund ist der Pfeifer. Wir wissen es nicht. Take care now. We'll see you soon, Leslie. Oh, thank God. It sounds like this is almost over. Ja, warte mal, We're warte mal. nearly Aber through es this. gibt noch einen Knall, das geht nicht anders, das kann nicht sein. I hope you're right. The sooner this is over, the better. I am right. Trust me. Peggy, du bist immer noch sass. Anyway, we should get you back on air. Du bist immer noch sass. Taking callers is the only way to see this through. Okay, Okay, Unterstützung, Forrest, shut the music off. Unterstützung ist unterwegs. Die kommen mit den ganzen Bullereien um die Ecke. Aber wir müssen jetzt quasi noch ausharren. Und dann in eine Falle locken. Time to turn the music off. Bringing you back live now.
Welcome back to The Scream with me, Forrest Nash. The line is lit up, but before I get to our next caller, I just want to say, things are looking up. It's almost over. But for now, let's bring in our next caller. Ich weiß nicht, ob ich bereit für den nächsten Caller bin. Evening, caller. This is Forrest Nash. Hello, Forrest. This is John Hedges. I'm here with Casey. I wanted to give you an update on Jason. Oh, John! Oh! Is he gonna be okay? Jason! Der Verletzte, natürlich! Der Fighter, he'll be fine. We've got him stabilized. Er schafft es! We're Durchgebracht, carrying den him Bums! to the hospital. Thank you so much. If you hadn't been there, then... God, I don't even want to think about what would have happened. Of course, Casey. We're just happy he's okay. John, Casey, you two did all the work. Tell Jason to get well soon from Gott us. sei Dank, ey. Whenever he's up for it. Well, why don't you tell him yourself? Is this Forrest? Als ob der sich so anhört. Hä? Einfach John, der ein bisschen seine Stimme höher macht. Willst du mich verarschen? Der one and only. The one and only. I hope you're feeling better. It's good to hear you, Jason. How are you? Als ob der so reden Oh, kann. well, you know, I've got a hole in my stomach, and there's a knife in my leg, but John gave me something to take the edge off. So, I might feel even better than either of you. Oh. Take it easy until you get to St. Gabriel's. I will. But, before that, I needed to call you. I'm guessing the whistling man is still out there? Ja. Yes, the Whistling Man's still out there. Why do you ask? You know something about the Whistling Man, don't you? Yeah, I do. Can we talk about what happened earlier? Go for it. We spoke to Roller Ricky not long after you were attacked. You spoke to Ricky? Is he alright? He is now. I mean, he was attacked earlier, but this call came after. Hey, guys, I'm really sorry, but there's a call on the other line. I just need to make sure we don't have another situation brewing. You fill Jason in on what happened. Yeah, I'll be Peggy. right back. Sure, Peggy. Sorry, Jason, where was I? Yep. Ricky's fine. You don't need to worry about him. Peggy will wieder That's a relief. ablenken. He told us about George. Sounds like everything's finally coming out now. It's been tough to hold it all in. Was denn? Sounds like you've been holding back about something awful, Jason. Sag es doch! I'm part of the reason my best friend is dead, Forrest. And the few who knew about it said if I ever said anything, I'd find myself in jail. For a long time. It was hell. And then the town just moved on. Like he'd never existed. Wer hat George umgebracht? George ist der Typ, der ertrunken ist, ne? Ertrunken. What happened that night? I went along with the stupid prank, that's what. Whistling night. Some of the guys on the football team. Okay, warte. Die haben alle geprankt. George ist daraufhin irgendwie, weiß nicht, hat so einen Unfall und will es den allen jetzt damit heimzahlen, indem er die umbringt. Aber es wird so einfach. Mann, ich versuch das irgendwie zu... Mann, ey. Had an idea for a way we could haze the newcomers. We decided to plan a party in the woods Nicht im Wald. and have the whistling man Ja, crash it. natürlich. It was stupid. We each had a role. I was the stabbed friend. So wie The jetzt. party that night, I left the group for a second. Met our whistling man. Pretended to get stabbed in front of everyone. Started an almighty panic. Those screams. That was the last time I saw or heard George alive. How did George die, Jason? I don't know. I was playing dead. But when I heard her scream, Ricky mentioned a girl named Bean. Is that who you mean? Bean. Oh yeah. I guess George did call her that. Yeah. He called her Bean. I heard her again tonight, Forrest. Her name was... What? What happened? Are we still on air? No, we're not. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Power is
Junge, How do we get it back Peggy hat den on? scheiß Stecker gezogen! Oh, we can use the emergency generators down in the basement. Reggie picked it up a while ago in case we ever needed to do an emergency broadcast. An emergency broadcast? Emergency? You know, nuclear war, alien attack, broadcasting a serial killer's location to the cops so we can end. Ja, dann los! Bein in die Fair Hand! point. It's in the storage area in the far back corner, up on the wall. You might have spotted it earlier when you were digging around for all those tapes. It'll have a big red button. Just press that. I'll see you when you're back. Junge, wollen die mich verarschen? Das wird bestimmt nicht einfach nur Zufall gewesen sein, dass der Strom jetzt ausgegangen ist. 100%ig nicht. Ne, runter müssen wir, oder? Geh in den Keller und schalte den Notstrom ein. Notstrom. Keiner draußen. Junge, er wollte gerade den Namen sagen. Es hat irgendjemand zugehört und hat dann gerade in dem Moment einfach den Strom gezogen, wahrscheinlich. Oh, ich dachte gerade, da steht jemand. Falls mich hier jemand umbringen möchte, ich hätte ein Gegenangebot. Ich habe noch Eis im Kühlfach. Könnt ihr euch nehmen, kein Problem. Könnt ihr einfach zugreifen. Wo ist denn das Ding? Wo ist das? Der Generator, das ist ja hier nicht. Es muss ja eigentlich in die andere Richtung sein, oder? Wir machen einfach den Notstromaggregator an. Dann gehen wir nach oben. Und dann wird Jason alles aufklären. Ohne Probleme. Oder? Doch, doch, ohne Probleme. Ganz bestimmt. Ist das hier? Far back corner. Why is this station so big? Ja, hier waren wir doch schon, Forrest, Alter. Warum tust du so, als wären wir hier noch nie gewesen? Wir haben hier komplett Da Vinci Code aufgedeckt. Wir sind hier überall schon gewesen. Aber warum müssen wir da jetzt wieder hin? Und wer ballert einen Notstromaggregator so weit nach hinten? That must be it. Okay. Boom! We've got power. Es war so The klar. whistling man. I need to warn Peggy. Wie soll ich denn Peggy warnen? Wie soll ich Peggy warnen? Wie? Wie soll ich Peggy warnen? If you're listening to this, Warte mal, wo muss ich denn hin? Ich kann hier nicht reden. Hallo? Maus, mach doch jetzt nicht so einen Müll. Wie soll ich Peggy warnen? Junge, lasst. Peggy! Warte mal, wir haben doch diesen Call-Button, oder nicht? Ist die Tür abgeschlossen? Der hat mich eingeschlossen! Peggy! Are you there? Are you... Peggy! I need to get back upstairs. Ja, wie soll man denn da hochkommen, wenn der da gerade läuft? Bleib stehen, du Schuft! Oh nein. Wir werden gleich richtig schön zum Nachtisch geladen, ich sag's euch. Richtig schön. Stopp! What the hell? Was denn? Was denn? Was ist passiert? Hallo? Ich hab ein Paket. Ich habe auch noch eine zweite Packung Eis im Tiefkühlfach, ne? Das ist das erste Mal, dass die Tür offen ist. Peggy?
Du kannst uns jetzt allen zeigen, dass wir falsch gelegen haben, weil du nicht sass bist. No. Peggy! Where'd you go? Was denn? Ah! Hey! What the... No way. This can't be happening. Was ist denn das jetzt für eine abgefuckte Scheiße? Wo ist Peggy? Was hast du mit Peggy gemacht? Ich mach mir jetzt erstmal Kaffee. Willst du auch rein? A call? Where's Peggy, Don? Have some patience, Forrest. It's almost the end of the night. Almost the end of the show. Warum? But it's not over just yet. Warum? Got a little time still. So let's make the most of it. What do you mean? Make the most of it how? Well... I thought we'd end tonight's Whistling Man special with a special guest. The one who started it all. Let me take that out of your mouth and... You crazy bitch! Let me go! Welcome to the air, Mr. Teddy Gallows Jr. Wait. It's all gonna come out tonight, Teddy. Your daddy and his money saved you 20 years ago. But he crawled out of his coffin with all the money in the world. Wait. Where the hell is Teddy? How are you talking to him if you're here with me? Because I'm not there with you, Forrest. I'm here with Teddy. Einfach Mafia! It is. Well, he knows he'll get it. Wait, then Nein, who am I nein. looking at? Nein. Forrest Nash, let me introduce you and Nein, bitte all nicht. of Gallows Creek Bitte lass es nicht Peggy sein. to my boy, Henry Barrow. Henry? Your son? You mean you... Wait, that he... Yes, Forrest. He and I had a son. So there were two whistling men tonight. Of course. That explains how you were always able to get around town so quickly. Hang on. Did you say Doch Barrel? nicht Peggy. Then are you? Let me just get this mask off. Damn uncomfortable thing. No wonder Mooney went crazy wearing this. There we go. Marie Campbell? George's old girl. Oh, Natürlich. well, it sure has been years since I last saw. Oh, God damn Okay, und sie ist jetzt auf Rachezug, weil quasi ihr Freund draufgegangen ist. Das ist es jetzt. it. Das... Marie Campbell. So, not Dawn, huh? No, not Dawn. What are you going to... Ist Marie nicht die vom Krankenhaus gewesen? Everyone's gonna know now what Teddy did. He killed George that night. This night. 20 years ago. Listen to me. You... You're gonna talk when I talk to you. And not a moment before. Meanwhile, Forrest, I'm gonna give you the chance to talk. You're gonna help me reveal what really happened to George all those years ago. Why should I help you? Why should I play any part in this? Because I think you believe in justice. You think this is justice? You had no goddamn idea, Forrest. These people you've been trying to save, they were all in on it. They all knew George was murdered, but... Murdered? Listen, Teddy, ich weiß nicht, ob du jetzt dazwischen treten solltest. I said you speak when you're spoken to. Now, I know you've done some good work tonight, piecing together what happened to George 20 years ago. And that's why I want you to interview us. Are you serious? You want me to interview you? Am I serious? After everything tonight, you really have to ask me if I'm serious. Do a good job. And hell, you might be the only one to leave here alive.
Was mit Peggy? I need to drag this out. If I can buy Leslie time to get back to Gallows Stimmt, die Creek, sind ja auch noch and unterwegs. if I can find out where Marie is, then this can end. Ja, wir können hier Teddy, nicht raus. we'll start with you. Just talk me through what happened that night. How did it start? How would I know? It was 20 years ago. Do you want to die, Teddy? Because if you don't start talking... What the hell? Zeit, wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit. Bis sie eintreffen. Sei Our noch so first team party was coming up. 40 Minuten. And when I saw the date it was scheduled for, I had an idea for a way we could prank the new guys. What made that night special? That was the night Mooney went missing. We couldn't pass it up. I was just surprised no one had ever thought to do it before. Wait. You mean this was the first whistling night? Keep talking, Teddy. We went up near Whistling Point. God, who was there? Me, Jason, and George, of course. But George didn't come alone. He brought Marie. And Roller Ricky, he was there too, wasn't he? Yes, Ricky was there too. Runner Ricky, our wide receiver. I helped him off the bottle, you know. Because I'm a decent man. Is that so? Yes, it is. He came apart one day. Some people do. He had some issues. Wasn't Nein! Sacrifice macht keinen Ich komm mit dem Tunnel gerade, Alter. kommt sofort. Danke für den Raid, Mann. Ich hoffe, wir haben einen schönen Stream gehabt. Ich hab vergessen, die Alerts auszumachen. Chloe Ember Preis, Alter. Vielen, vielen Dank für 11 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Ich versuche gerade alles zu verstehen. Ich versuche gerade einfach hinterherzukommen. Ich versuche das gerade ein bisschen aufzufangen. Deswegen kommt er genau im schlechten Moment, aber wir sind kurz davor, endlich hier Schicht im Schacht zu machen bei Killer Frequency. Es wird Zeit. Es wird sehr viel Zeit. Gute Nacht, Topsy, Töpsi, mein Alter. Schlafen Sie schön. Aber ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit im Stream. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Danke fürs Rüberschmeißen. Vielen, vielen Dank. Weiter. I didn't want him to hurt his chances in life. So, I helped him keep himself together. Ja, erzähl ruhig noch, hol die You were Oma mit afraid rein, we would alles. talk about that night, weren't you? Keep talking. About midway through the night, we put the prank into action. We looked up at the trees and saw Jason there. Bloody, like he'd just been stabbed. And the whistling man. Everyone ran, screaming. George and I and Ricky, we got left behind. But Ricky was in on it too. I know he was. He and Teddy were as close as anybody. Teddy must have told him the plan. And for that, you tried to kill him. That's right. He deserves to die. But you know, he didn't know, right? What? Did you miss that part of the broadcast? I spoke to him earlier. He had no idea what was happening. He said he was as terrified as anybody. Isn't that right, Teddy? You didn't tell him, did you? Ricky never could keep his mouth shut. If we told him, he would have given everything away. But he... well... It doesn't matter. He didn't run his mouth enough to tell anybody about it afterwards. He's still guilty. It was just a stupid prank. How can you still say it was just a prank? Oh, come on. Schön Zeit. Fisch die Zeit. Oh, God. Okay, vielleicht aber nicht so viel schlagen, dass er draufsteht. Jason had been murdered. He thought his best friend was dead. And so tonight you stabbed him for real? It's the role he wanted to play. Jason's still alive, Marie. He was with a friend. We talked her through how to stop the bleeding and got him professional help just in time.
have the good sense to die earlier. He's gonna regret that. Enough about him. Me and George took off running, but somehow we got separated in the woods. I ended up near the bottom of Whistling Point, and when I noticed George wasn't with me, I panicked. And then, I don't know how he snuck up on me, but the Whistling Man grabs me. I scream, and he starts laughing, telling me it's just a joke. I can stall for time here. How did you feel in that moment? I felt like Nachbohren. nothing was real. Zeit läuft. I felt small and confused and Who was under the mask, Marie? Who was the Whistling Man? it was Chuck. Chuck Brody. Chuck Laughing Brody? away. But then he stops. And he's looking up at the top of Whistling Point. What was he looking at? Teddy, what happened next? Nothing. I mean, it was just Teddy? George fell off Whistling Point. How do you know what happened? I saw it. You pushed him. You were up there. You were dressed as the Whistling Man too, and I didn't push him, god damn it! I just chased him up there and he kept backing up. When I saw he was about to go over, I reached out. That's what you saw. you liar! It's not my fault. He didn't know it was a joke. Hat er das gerade gesagt? Dass er nichts dafür kann, dass George dachte, dass 50 Pfeifer verkleidete Menschen, die abstechen wollen und deswegen das nicht gecheckt hat und deswegen Angst hatte? Willst du mich verarschen, Teddy, Alter? Was ist, Junge? If he'd had any Was brains, ist denn mit dir kaputt? he would have realized. Ugh, you bitch. No one's going to believe this. After all you did. Was soll dann diese ganze Vertuschung, hä? If she's lying, why the cover-up? My future was Ach, at deine stake, Zukunft, Ash. och nee. You know what it's like. People like us are bred for bigger things. I'm going to be the mayor of this town, or Ach so, da kann man verheimlichen, dass man jemanden in den Tod gejagt hat, oder was? who knows? What happened that night was tragic. It should never have happened, Aber, but it was a mistake. ja, It was just a stupid ein Fehler, den man zugeben kann, Junge. joke gone wrong. So my father sent Clive out to clean it up. Oh! Clive hat also nicht von sich aus da irgendwie einen Racheakt gemacht, sondern er wurde arrangiert, ihr wisst schon, unser Hausmeister, von seinem Vater. Damit er die Leute umbringen kann, die quasi wissen, was wirklich passiert ist. Why should a blip ruin my Ein kleines Missgeschick. Er nennt den George Tod von was George ein kleines Missgeschick. He wasn't a blip, Marie. His father covered it up from there. I searched for George's body all night, but You never found his body, Marie? I looked all night. Jogger found him the next morning, washed up on the river. Und alle Instead of dachten, telling er the wäre truth, ersoffen. She lied. She said she found him in the reservoir. Our Die hat jazz auch runner, gelogen. Sandra Sharp. Auch gelogen. Everyone was in on it, Forrest. Even the coroner wrote a fake report. Said George was drinking. That he just got himself in trouble. Alle haben gelogen. I saw. I'm sorry. For all it's worth, Virginia didn't have much of a choice. She had a sick sister whose treatments she couldn't afford. She played along with the gallows to save her sister's Einfach life alle erpresst, damit die das ver... and her own. Even still, she should have told the truth. I did my part. Hättest du wahrscheinlich auch gemacht, Marie, oder was? Wenn es um deine Schwester geht. But no, that coward killed the story. But
Maurice Russell is dead now. This has to stop, Marie. Never should have started. He shouldn't have pushed my George off a cliff. He should have been punished. But it's coming to a stop. At least for now. Here. Where George and I first met. Before he joined your football team. It was right after he shot the winning throw. Wait a sec. Oh mein Gott. Wo hält Marie Teddy gefangen? Da muss ja der Footballplatz sein. Es kann ja nicht anders. You're at the football field. Jesus Christ! Forrest, you idiot! We're in the gym at Gallows Creek High! Hä? I told you not to do that. Wait! Nein! He's... Hat die gesagt, bevor er dem... Oh mein Gott. Ich hab verkackt. Junge, die reden auch eine halbe Stunde. Man versucht da irgendwie mitzukommen. Und jetzt ist meine Schuld. dead too now, isn't he? He is. Anyway, I think that about wraps up the interview with Teddy. So... Marie? Where? Oh my god. Peggy! Teddy! Wie kommt die jetzt da? Peggy, it's been so long since I've seen your face. I worried you wouldn't come. And here I was, thinking you'd Ich hab nur forgot me. Football-Team gehört. I'd never forget my own sister. Nein! Forrest seems lost. Ey, nee, hör auf! Wanna explain, Peggy? Earlier, while you were speaking to Jason, I got a call. Do you remember? Well, it was from Dawn. She said that my sister Marie was there that night George died, and that I should come to the gym for a reunion. And when you walked in, you found out. That my sister is the Whistling Man. Ich wusste Good es to vorher see you nicht. too, Peggy. Why didn't you tell me any of this? She said that it was my last chance to see my sister. I knew if I told you, you'd try to stop me or come with me when we need you on the radio. And I just... I'm sorry. This has to be a lot for you. What happened to you, Marie? You just disappeared one day. Disappeared? I was thrown out, Peggy. I begged Mom and Dad to do something about what happened that night, but did they care? No. They told me to stay quiet. They only cared when they learned I'd been with George. And Marie, I'm so sorry. I never knew. it's not your fault. Really, it's Mom and Dad I should be seeing right now. But since they're dead and gone, well, I'll have to settle for the next best thing. Don't. Marie, listen to me. You don't have to do this. Someone has to pay for what they did. Marie, please. Mom and Dad are gone, Peggy. Besides, you forgot me. Just like the rest. You forgot. Is there any way I can prove Peggy didn't forget Marie? Da, die Geburtstagskarte! Marie, Peggy never forgot about you. Keep your mouth shut. Hat sie She nicht! kept a card from you. She kept it here on her desk. What card? The card you made me for my 8th birthday. What does it say then? Happy birthday, Peg. Now you're great and 8. Love, M. Henderson police! Freeze! No! Henry! Get out of there! Hey, die schießt sie einfach rein! One dead, and we're in pursuit of the suspect. Henderson police! Freeze! Forrest! Leslie, how's Peggy? She's been cut pretty bad, but we're here now. I'll be okay. I
Marie! Hey, Zara! I need you to look after Peggy. She needs help. Now. We got here just in the nick of time. Where's Marie? She bolted right as we got here. The police are right on her heels. It won't be long now. It's over, Forrest. Well, folks, it was a long night, but we made it through together. Jetzt moderiert er einfach weiter! Check on Peggy. This has been Forrest Nash. Als ob, Alter. Es war ein Schrei. Gute Nacht und guten Morgen. Junge, also so wie der gerade abmoderiert hat, dann wird er einfach das hier sagen. And it's been a scream. Checkt das nicht so ganz, warum wollte Marie jetzt ihre Schwester umbringen? Ja, die ist ja komplett fertig, die ist ja komplett verstrahlt gewesen. Die hat einfach alle gedacht, alle hätten die vergessen und alle hätten die hinter sich gelassen. Deswegen haben wir diese Geburtstagskarte rausgegrabbelt. Aber was ist das für eine Scheiße? Das war's. Das war's. Das war's. Officer Truck, come in. One suspect is in custody. Trail the other suspect into the nearby woods. Warte, wie viele Leute sind... Oh, ey, wie habe ich das nicht gecheckt mit diesem... Ey, guck mal, die können doch aber auch nicht 4000 Informationen an den Kopf klatschen und dann fragen... Ja, also, waren wir jetzt gerade auf dem Fußballplatz oder sind wir jetzt in der Turnhalle? Die sagt irgendwann mit Football, ich denke mir, geil, Alter! Ach, Mann. Wer sind die alles? Murphy. Hot Dave, Alter! Die sind tot! Ach, warte mal, das sind die wir alle sterben lassen haben. Von allen möglichen, oder was? What? Die hätten alle draufgehen können? Das ist doch voll nicht schlecht. Das ist ja voll gut. Teddy ist raufgegangen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, mit Teddy, ne, habe ich kein Mitleid. Ohne Witz. Maurice? Wer ist nochmal Maurice gewesen? Oh, Maurice war, glaube ich, der eine, der in dem Gang war, ne, den wir rumleiten mussten da. Wo der in dem Büro war, glaube ich. Peggy, das ist Peggy! Das sind wir? Ach du Scheiße! Warum habe ich irgendwie an so einen komischen Langhaar-Surfer gedacht? Oder vielleicht einen Baumfäller. Aber doch nicht. Der wohnt doch im Norden und macht Eisangeln, Alter. Ich meine Fischangeln. Nee, Eisangeln. Das mit dem Alarm, oder? Nee, ich glaube, also, wir hatten doch einmal dieses Minigame, wo quasi, oder diese Mission, wo der quasi in diesem Büroabteil war. Und dann mussten wir den so rumleiten mit Telefonen, die klingeln und so. Ich glaube, das war er. Jonathan Frakes. Haben wir uns das alles nur ausgedacht? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Alter. Oh Mann, ey. Das war's. Das war's. Und eine Pontis Pizza steht auch noch dabei. Ja! Yeah! Never forget Pontis Pizza. Oh, it's a killer frequency! Alter Falter, ey. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist... Was?
Oh, das ist jetzt noch von der Verfolgungsjagd. Nein, jetzt haben wir nicht, die stürzt auch darunter. Die kann jetzt nicht da runterfallen, hör auf. Lebt doch weiter. Ich wäre so glücklich, wenn ich das ein bisschen ruhig... Junge, selbst jetzt machen die doch Cliffhanger. Was ist mit Marie passiert? Don't move. Nobody else has to get hurt. Und warum läuft jetzt Pornomusik? No, stop! Nein, die fällt... Suspect has jumped. Natürlich. Was auch sonst. Ey, was auch sonst. Was hätte sonst passieren sollen? Was hätte sonst passieren sollen? Officer Wilco, do you have a visual? Negative. No sign of the suspect anywhere. Das bedeutet, wir wissen nicht, ob sie tot ist. Es gibt einfach einen zweiten Teil. Aber wie oft wollen sie denn jetzt die Musik noch ändern? Was? Wir haben es doch jetzt verstanden. Ihr habt eine richtig schöne Musiksammlung. Klasse. Ich möchte hier raus. Öffne die Tour, um den Epilog und die Mitwirkung zu überspringen. Nee, warte mal. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Und warum bist du so laut? Nee. Ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr gibt's nicht. Also, Marie ist vermeintlich in den Tod gesprungen. Aber man hat sie nicht sehen können. Oh. Wir wurden einfach rausgeschmissen. Kein Danke, kein gar nichts, keine Siegerurkunde, kein Teilnehmerurkunde, kein gar nichts. Nimm mal eine Medaille. Oh. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, du. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Chat. Wirklich, es ist... Boah. Ganz komisch. Ganz komisch. 3 Leute sterben lassen, da bekommt man bestimmt keine Siegerurkunde. Ja, es hätten aber auch 10 sein können. Da kann man zumindest ein Fleißigkeitssternchen. Das ist doch nicht so viel verlangt. Ich meine, mit Forrest Nash werde ich auch nicht warm, ne? Das ist jetzt auch nicht so meins, aber... Boah, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, wir haben Peggy die ganze Zeit gesasst und wir sind safe nicht die Einzigen, die diese Peggy gesasst haben, aber sie hat ja wirklich nicht gewusst, ne? Dass sie dann plötzlich da trotzdem diese Connection hat. Also irgendwas musste mit Peggy sein, aber sowas? Nee, das habe ich nicht kommen sehen. Ich weiß immer noch nicht ganz, ob ich es geil finde oder nicht. Ich meine, ist das alles schlüssig, ne? Im Endeffekt ist es einfach so dramatisch, weil wir alle Leute beschützen wollten, die dabei geholfen haben, oder der Grund oder der Auslöser dafür waren, dass erstens George drauf geht und zweitens dann die Freundin von ihm dann irgendwie so einen Vendetta-Plan schreibt, Alter. Ich meine, manche von denen, die wir beschützt haben, wurden sowieso dann auch noch erpresst, damit die Klappe halten. Deswegen, Teddy, also Junge, Teddy kann in der Hölle brennen, das ist mir scheißegal. Teddy kann sich verpissen. Ich fand's weird, dass das plötzlich rauskommt, die haben einen Sohn und das so in den Raum geworfen. Ja, aber das habe ich gar nicht verstanden. Was für Sohn? Für welchen Sohn? Also George und sie haben den Sohn, oder was? Der jetzt gerade bei uns im Radiosender stand, oder wie? Und das war jetzt einfach alles nur eine riesige Racheaktion. Ich meine, absolut verständlich. Ob man dann jetzt darauf zurückgreift, ich meine, im Endeffekt ist es ja eigentlich ein bisschen sehr sarkastisch, weil sie haben genau mit der gleichen Aktion, womit George damals geprankt wurde, nur dass es halt wirklich kein Prank war, versucht, diese Leute auszulöschen. Von Marie und George, ja.
Ich weiß nicht, ob mir das Ende irgendwie reicht, ne? Aber ich meine, also, es war eine krasse Wendung eigentlich schon, dass George halt dann doch nicht ersoffen ist, aber ich glaube, für mich ist es einfach nicht so die krasse Offenbarung gewesen, weil ich ehrlich gesagt das mit dem Ertrinken und so gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ich meine, wir haben das ja so ein bisschen gelesen und wir haben halt gesehen und wir waren eigentlich auch schon auf dem richtigen Dampfer, dass wir gesagt haben, ey, der Hausmeister ist abgefuckt, dass das alles vertuscht wurde und so und der kümmert sich darum, dass die jetzt alle irgendwie, dass die jetzt büßen müssen. Also wir waren gar nicht so verkehrt. Wir waren gar nicht so verkehrt. Nur, dann kommt halt raus, jo, George ist gar nicht ersoffen. Und die haben den damals in so einer Jason-Manier einfach alle gemobbelt mit diesem Prank, weil er halt Neuling war. Was ja gar nicht böse gemeint war eigentlich. Aber, Junge, also was der Teddy da versucht hat, da, als der da auf... Ich meine, du läufst doch auf diesen Gipfel, ja? Du siehst, dass der George immer weiter an den Rand rennt. Also Teddy, könnt ihr mir sagen, was er will, was ihr wollt. Kompletter verlorener Mensch, komplett verlorener Charakter. Also der kann sonst wohin. Deswegen ist das auch gar nicht so schlecht, dass er um den Leben gekommen ist. Ich meine, nicht mal gerade hat er es bereut. Sogar hat George noch die Schuld gegeben. Aber ich finde so... Weiß nicht, dass ich jetzt hier sitze... Ich meine, vielleicht ist es auch ein bisschen anders, wenn man das in einem durchspielt und dann die Informationen... besser im Kopf hat, ich weiß nicht. An sich vom Spiel her war es super geil, hat super Spaß gemacht, war super spannend. Aber ich glaube dafür, dass wir das immer wieder pausiert haben und quasi dann immer ein bisschen Pause oder ein bisschen was vergangen ist, bis wir es weitergespielt haben. Der Informationsfluss war so krass, man war die ganze Zeit mit unterschiedlichen Menschen unterwegs, dass es mir quasi nicht möglich war, jetzt zum Schluss hier zu sitzen und zu sagen, nein! So, wisst ihr, wie ich meine? So, auch wenn wir damit gerechnet hätten, hätte ich das voll gefeiert, wenn dann jetzt irgendwie so, weißt du, von wegen, die zieht die Maske hoch und sagt, ja, meine Schwester und ich haben die ganze Zeit den Racheakt mit dich als Mäuschen hier geplant. Weiß nicht, hätte ich irgendwie gefeiert. Aber dass dann Peggy wirklich so, also klar, sie war irgendwie so, das ist doch dann predicted. Ja, ist doch scheißegal. Ich meine, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass man vieles predicted und das vielleicht mal stimmt, ist ja nicht gering. Das kann ja sein. Aber dass so jetzt mit Peggy so gar nichts war, außer dass sie, weißt du, dann wollen sie, guck mal, daran kannst du genau erkennen, dass sie bei dem Spiel einfach damit gerechnet haben, dass viele Leute denken, dass Peggy irgendwie sass ist. Weil dann haben sie dann jetzt zum Ende noch gesagt, ey, Peggy ist meine Schwester. Oha! Weiß ich nicht, keine Ahnung. Tatsächlich hatte Forrest ja ganz am Anfang auch ein Geräusch gehört, was hätte vermuten lassen, dass der Pfeifer die Person am Anfang tatsächlich im selben Gebäude getötet hat. Aber naja, wer weiß. Ja, das sind halt alles so Sachen, wo man sich drüber Gedanken machen kann, ne? Ich meine, wenn wir jetzt am Ende des Tages hier sitzen und sagen, yo, Kevin, High Five, war geil, hat Spaß gemacht im Stream, dann ist sowieso alles scheißegal. Ich denke, das ist so.